Schuften für die große Karriere. Moritz Seider, einer der talentiertesten deutschen Eishockeyspieler, bereitet sich in Mannheim auf die zweite Saison in der besten Liga der Welt, der NHL, vor. Der 21-Jährige wurde in der vergangenen Spielzeit als erster Deutscher zum besten Nachwuchsspieler der Saison gewählt. Krafttraining in der Sommerpause, für Eishockeyspieler ein absolutes Muss. Ist das jetzt was dir Spaß macht oder ist auf dem Eis deutlich geiler? Natürlich ist das Eis immer schon ein bisschen schöner, aber die harte Arbeit im Sommer, die gehört natürlich auch irgendwo dazu. Und wir werden halt irgendwo im Sommer gebildet. Ne? Meistens sind es so 2,5 Monate, die ich dann auch jeden Tag hier bin, von Montag bis Freitag. Dann wurde ordentlich rangeklotzt und geschwitzt. Aber das macht man gern, weil man weiß, man belohnt sich selber dafür auf dem Eis. Mit 16 Jahren erlitt Moritz eine Oberschenkelverletzung. Adrian König war damals sein Physiotherapeut. Heute ist er sein Trainer. Auch der Spaß während des Trainings kommt bei den beiden nicht zu kurz. Uns verbindet natürlich sehr, sehr viel, weil wir uns jetzt schon einige Jahre kennen. Und definitiv ist es jemand, der sehr, sehr akribisch arbeitet. Also ich fordere viel von ihm ein, aber er ist auch jemand, der viel zurückgibt. Die Zubereitung ausgewogener Mahlzeiten gehört zu den Skills eines modernen Sportprofis dazu. Natürlich sind ab und zu auch Cheat Meals erlaubt. Kochen wird schon langsam eine Komponente, die auch Spaß macht. Es ist natürlich immer schwierig, das alleine dann durchzuführen, wenn man jetzt alleine im Ausland ist. Dann fehlt da so ein bisschen die Begeisterung für, dann muss man sich ab und an auch einfach aufraffen. Während der Saison ist es sehr, sehr schwer für mich, zu Nachspeisen Nein zu sagen. Dann gönnt man sich natürlich dann schon ab und an mal so einen warmen Schokokuchen oder so ein Tiramisu. Das gehört für mich dann irgendwo schon dazu. Mit 5 Jahren steht Moritz das erste Mal auf dem Eis. Schnuppertraining für Kindergartenkinder. Der Sport lässt ihn ab sofort nicht mehr los. In Mannheim nimmt Moritz' Karriere so richtig Fahrt auf. Mit 14 wechselt er aus Erfurt zu den Jungadlern. Die ganze Familie ändert wegen ihm ihren Lebensmittelpunkt. Natürlich ist auch ein Riesenlob an die Eltern auszusprechen, weil ich glaube, es gibt echt nicht viele, die das auf sich nehmen würden. Nur, dass der Sohn ein besserer Eishockeyspieler werden kann und das zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr absehbar war. Also das realisiert man erst hinterher, wie dankbar man eigentlich sein kann. Und deshalb versucht man natürlich dann jeden Tag auch wirklich sein Bestes zu geben. Für Moritz sind die Jungadler und das professionelle Umfeld eine völlig neue Welt. Es fängt ja schon damit an, dass wenn wir damals Frühtraining hatten, das in Shuttle organisiert war, dass wir alle wieder zur Schule gekommen sind, dass jemand uns abgeholt hat und wir wieder hierher gebracht wurden, damit wir trainieren können. Wir Jungs haben das ja damals so als selbstverständlich empfunden, aber dass einer dann trotzdem, da steckt ja immer Weg dahinter und ich glaube, jetzt lernt man das wirklich erst zu schätzen, weil man weiß, wie viel dafür geopfert wird. Vor allem nicht nur Arbeitswille, sondern auch einfach ganz, ganz viel Zeit. Mit den Jungadlern gewinnt Moritz 2-mal die deutsche Meisterschaft. Bei der U18 und U20 WM wird er jeweils zum besten Verteidiger des Turniers gewählt. Geplant war eigentlich, hierher zu kommen nach Mannheim und dann mit dem Abschluss der Jungadler auch das Abitur in der Tasche zu haben. Das hat dann beides nicht geklappt. Die Jungadler waren vorzeitig beendet, dann ging es zu den Adlern. Mit den Adlern feiert er 2019 die deutsche Meisterschaft und wird zum Rookie des Jahres gewählt. Die Karriere nimmt weiter Fahrt auf. Die ersten NHL-Teams klopfen an. Ja, und dann war wahrscheinlich am Anfang der Trubel gar nicht so groß. Man hat es gar nicht so mitgekriegt. Man hatte vielleicht während der Saison mal hier ein Meeting oder mal da ein Meeting, hat sich mit jemandem mal getroffen. Aber das ist natürlich dann erst auch kurz vor knapp extrem explodiert. Draft Day. Der Tag, der Moritz' Leben verändert. Die Red Wings picken Moritz an Position 6. Die Überraschung ist ihm ins Gesicht geschrieben. Und dann war natürlich schon der Fokus darauf, dass man versucht, es auf jeden Fall vielleicht im ersten Jahr schon zu schaffen. Das hat dann leider nicht geklappt. In dem Moment ist man vielleicht schon ein bisschen traurig, aber man realisiert, glaube ich, relativ schnell, dass man einfach noch nicht so weit ist. Das muss man ja auch immer gut einschätzen können oder muss klar denken können dabei. Und dann war der nächste logische Schritt die AHL und sich vorzubereiten, erwachsener zu werden, ein besserer Eishockeyspieler zu werden. Nach dem Jahr in Grand Rapids soll Moritz nach Mannheim ausgeliehen werden.
Doch dann kommt Corona. Ja, dann gab's die Neuigkeiten, dass die DEL, die deutsche Liga, nicht starten wird, dass die auch verzögert ist. Die NHL hat nicht gestartet. Und so kam dann so die Spekulation auf, ach Moritz, was hältst du denn nicht eigentlich von Schweden? So, und dann habe ich gesagt, das wäre ja schon eigentlich mal eine coole Sache. Und ich würde sagen, fast 7, 8 Tage später bin ich in Schweden gelandet. Also das ging dann alles ratzfatz und manchmal gehört auch einfach so ein bisschen Glück dazu. Moritz führt Rögle zur erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte. Er wird zum besten Verteidiger der schwedischen Liga gewählt. Nicht nur aufgrund seiner Physis. Und man hat in einem anderen Land gelebt und hat die Kultur kennenlernen dürfen. Und ja, so ist das Jahr auch irgendwie verflogen. Ich meine, klar war es dann wirklich bitter, dann im Finale zu verlieren, aber ich meine, daraus lernt man auch. Dann kann man sagen, man hat einmal Gold gewonnen und man hat einmal Silber gewonnen, 2 Jahre später. Und ich glaube, da kann man schon echt viel lernen in solchen Momenten. Als einer der am besten vorbereiteten Rookies geht Moritz Seider in seine erste NHL-Saison. Er absolviert alle 82 Saisonspiele. Auch vor großen Namen hat er keine Angst. Die Krönung folgt aber nach der Saison. Moritz wird als Rookie of the Year ausgezeichnet. It's a really big honor and didn't prepare a speech, so just go with the flow and try to don't mess it up. Es ist eine unheimlich tolle Ehrung, auch von Außenstehenden so beurteilt zu werden, dass sie dir auch sagen, du hast es verdient gewonnen. Und das ist einfach ein schönes Zeichen, das zu sehen, dass deine harte Arbeit belohnt werden kann, wenn du auch daran glaubst. Und ja, das gibt Vorfreude auf mehr. Dann ist man hungrig auf die nächsten Jahre, weil man hoffentlich davon nähren und zehren kann, weil man natürlich mehr will. Trotz der großen Erfolge und den Jahren im Ausland hatte die Verbindung zu Mannheim nie verloren. Ja, meine Eltern wohnen hier, die meisten Freunde sind noch hier, alte Teamkameraden, die immer noch aktiv hier spielen. Also Mannheim ist und glaube ich wird auch immer jetzt so ein Stück Heimat bleiben. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Dann darf es auch gern mal ein Besuch beim Lieblingsitaliener sein. Kompletter Gegensatz zu Fastfood-Ketten und zuckerhaltigen Supersize-Getränken in den USA. Ja, der Reiz ist natürlich immer da, aber ich muss sagen, ich bin schwer für irgendwelche Süßgetränke oder so zu begeistern. Trink gern Wasser auch mit Sprudel und bin damit zufrieden. Auch die Aufmerksamkeit ist in den USA deutlich größer als hier in Deutschland. Moritz steht mehr in der Öffentlichkeit. Natürlich will man sich nicht schlecht darstellen, aber das ist mir eigentlich relativ egal, muss ich ehrlich sagen. Mir geht es eher darum, dass ich authentisch bin, dass ich sagen kann, okay, ich muss mich nicht verstellen, wenn jemand da ist. Und das gelingt mir eigentlich relativ gut, würde ich sagen. Ich denke schon, dass wir auch in gewisser Weise Vorbilder sein können. Und das sollte auch immer in unserem Hinterkopf bleiben. Und ich glaube, es gibt auch viele, die einfach als Personen in der Öffentlichkeit stehen und das wirklich 1A rüberbringen, auch für Nachhaltigkeit und solche Themen werben. Und ich glaube, das ist dann auch immer so die gute Seite, vielleicht auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Moritz Seider wird auch in den nächsten Jahren Eishockey-Fans auf der ganzen Welt begeistern. Die körperlichen Grundlagen für seine Karriere erarbeitet er sich jeden Sommer in seiner Heimat Mannheim.